Hey Freunde, willkommen zurück auf meinen Kanal, Fragrance Dog hier. Ich hoffe, euch geht's gut und für alle Neuen bleibt auf diesem Kanal, weil hier präsentiere ich euch jeden Tag oder fast jeden Tag Duftreviews zu alten und zu neuen Düften. Ja, und heute habe ich mal wieder ein sehr beliebtes Format und zwar den Dog Talk. Den habe ich lange nicht gemacht, wirklich lange nicht, weil es wird jetzt Zeit, weil es hat mich ein Abonnent angeschrieben und hat gesagt, guck doch mal, es gibt, glaube ich, 2 Versionen von Le Male Le Parfum. Der neue Duft von Jean Paul Gaultier. Ja, und er hat recht. Er sagte nämlich, guck mal unten, mein Duft kommt aus Spanien, made in Spain. Wo kommt deiner her? Ich habe natürlich nachgeschaut und meiner kommt aus Frankreich, made in France. So, das heißt, es gibt 2 Varianten, 2 verschiedene Versionen von diesem neuen Duft, der noch nicht mal 3 oder, ja doch, vielleicht 4 Monate, wie alt ist er jetzt, wie lange ist er draußen, keine Ahnung. Und ich habe mir gedacht, ich schaue mal und ja, es stimmt tatsächlich, weil er hat nämlich gesagt, sein Duft hält nur 5 Stunden. So, er hat ihn bei Flaconi gekauft, also für die Leute, die oder für jemanden, der jetzt bei Flaconi arbeitet, natürlich kann Flaconi nichts dafür, das ist natürlich klar. Aber es ist schon wirklich pervers, was Jean Paul Gaultier macht, wenn es wirklich so ist und wenn wirklich die spanische Version viel kürzer hält, weil die hält ja so 10, 11 Stunden, die französische Version. Und in der Ausstrahlung ist er jetzt für einen selber nicht so stark. Das Thema kennen wir ja, das, wenn man anderen Videos kennt, weiß, von was ich rede. Aber man nimmt den trotzdem immer wahr, aber andere nehmen ihn umso mehr wahr. Aber wie gesagt, Haltbarkeit 10 bis 11 Stunden und er sagt 5 Stunden. So, und jetzt würde mich natürlich das interessieren. Schreibt mal in die Kommentare, alle, die diesen Duft haben, schaut unten mal rein und schreibt, wie lange euer Duft hält und woher er kommt. Ob er made in Spain oder made in France, also Spanien und Frankreich. Das würde mich mal interessieren, weil nicht, dass ich den nicht glaube, den Abonnenten. Natürlich, klar glaube ich ihn, weil Brooklyn's Fragrance Lover hat ja seinen ersten, der hat, glaube ich, als erstes diesen Duft vorgestellt. Ich möchte jetzt auch nichts Falsches sagen. Und der hatte auch eine Version aus Spanien. Die hat er inzwischen, glaube ich, verkauft. Deswegen, ja, also es ist, ich nehme das Geklapper hier mal ab. Es ist schon, also es wäre schon hart, wenn das wirklich so wäre. Deswegen dachte ich mir, weil das ist wichtig für mich, deswegen mache ich einen Dog Talk. Donald Trump redet gerade live da in Florida, also dachte ich, der Fragrance Dog redet auch mal zu euch. Und ja, es ist, also ganz ehrlich, wenn das so ist, das ist doch, also das finde ich schon echt, naja, nee, das ist eigentlich schon eine Frechheit, weil man kann nicht für die Spanier so nach dem Motto oder die erste Version, die Leute, die ganz schnell diesen Duft haben wollen hier, der ja eigentlich sehr gut ist. Was heißt eigentlich? Er ist sehr gut. So ein Duft will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, das habe ich ja schon gemacht. Aber wenn man eine andere Version rausbringt oder eine schwächere Version, die als erstes rauskommt, schon ziemlich strange und auch ziemlich, ich sag's ja nochmal, pervers, wenn es wirklich so ist. Deswegen, Leute, schreibt mir bitte in die Kommentare, aus welchem Land der kommt und wie lange er bei euch hält und vielleicht auch noch, wie die Ausstrahlung ist, weil das wird mich auf jeden Fall mal interessieren, weil es ist ja grundsätzlich ein sehr, sehr geiler Duft mit einem coolen Flakon. Ich habe, wie gesagt, die französische Version, die hält lange. Und ja, das war mir einfach ein Anliegen, das hier nochmal spät aufzunehmen. Und ja, ich möchte mich eigentlich auch nochmal bedanken für meine ganzen Abonnenten, für Leute, die auf diesen Kanal kommen, meine Videos schauen. Und ja, wir haben jetzt bald die 2000, vielleicht haben wir auch zu dem Zeitpunkt, wenn das Video jetzt rauskommt, die 2000 schon überschritten, weil ich werde natürlich noch ein extra Video dafür dann natürlich machen, das ist ganz klar. Und ich bedanke mich natürlich auch mal für die Hardcore-Fans, Abonnenten. Ich weiß ja ungefähr, welche das sind. Die sind immer Hardcore-mäßig am Start, nicht nur hier, sondern auch Instagram und so weiter und so fort bei Facebook. Die Gruppe läuft auch wunderbar, die Facebook-Gruppe Fragrance Dog and Family. Ja, auf jeden Fall. Und für alle Neuen wirklich, schaut meine Videos und dann seht ihr, dass ich auf jeden Fall immer so gut wie es geht am Start bin. Viele Sachen mache ich. Eure Wünsche werde ich auch so gut wie es geht immer
erfüllen, sagen wir mal so. Die Videos zum Beispiel, ich bewerte eure Parfümsammlung, kommt demnächst wieder, also keine Panik. Und so viel Düfte, so gut wie es geht, werde ich natürlich vorstellen, die ihr auch wünscht. Es muss natürlich auch alles passen und so. Und ihr müsst natürlich, wenn ihr euch schon das wünscht, natürlich auch meine Videos alle angucken, nicht nur vereinzelt welche, weil sonst bringt das nicht viel, weil ihr müsst dann schon meine ganzen Videos angucken. Das wäre natürlich sinnvoll, weil, wie gesagt, ich gehe so gut wie es geht auf eure Wünsche ein. Und natürlich werde ich meine Ideen, die ich immer habe, noch weiter umsetzen. Mal sehen, was alles kommt. Ich habe ja immer Ideen, mein Kopf ist voll. Im Moment natürlich ein bisschen viel Stress, deswegen hinkt einiges zurück. Aber Dog Talk zum Beispiel war auch lange nicht mehr da. Aber ich dachte jetzt, das passt jetzt einfach. Weil es ist wirklich, wenn es so ist, wäre es ziemlich hardcore, eine spanische Version schlechter zu machen als die französische Version, beziehungsweise wo es in Spanien hergestellt wird oder was auch immer. Das ist schon ziemlich hardcore, Jean-Paul Gaultier, wenn es wirklich so sein sollte. So, aber wie gesagt, schreibt in die Kommentare, das würde mich wirklich mal interessieren. Ja, und bevor ich mich hier totquatsche, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Mach's gut, Fragrance Dog.